Das ist der absolute Hammer. Es sieht aus, als wäre es schon irgendwie 100 Jahre alt, aber irgendwas stimmt nicht. Denn die Reifen sind ganz neu. Alles ist, würde ich mal sagen, ja, alt und doch neu. Es ist nämlich ein Spezialumbau, mit dem man so viel Aufsehen erregt, dass wenn man auf den Campingplatz fährt, man wirklich die ganzen Leute drumherum hat. Und hier ist der Adrian. Grüß dich, Adrian. Ja, hallo. Guten Tag. Wir sind in der Schweiz, wir sind auf dem Swiss Caravan Salon. Genau, ja. Das ist so. Und hier, das Fahrzeug ist eines der meistfotografiertesten Fahrzeuge hier. Ich gehe davon aus, ja. Das ist der Hammer. Das ist ein Umbaukit, oder? Das ist ein Umbaukit für den neuen Citroën Jumper. Würde auch für Fiat Ducato gehen oder den Peugeot Boxer. Okay, das heißt, auch der 9er würde passen jetzt. Der ganz neue, hast du mal probiert? Noch nicht. Noch nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Das ist so. Ausprobieren. Ihr habt aber nicht nur außen das Kit. Umbauzeit, wie lange dauert das? Circa 3 bis 6 Monate ist im Moment schwierig zu sagen. So, das ist jetzt das Wohnmobil, aber nur das reine Kit. Wie lange dauert das Umbau? Also das war das Kit. Das war das Kit? Ja, das war 3 bis 6 Monate? Ja, genau. Weil man muss natürlich das Fahrzeug nach Italien bringen. Das wird in Italien dann umgebaut, lackiert und das dauert halt einfach. Die Auftragslage lässt nicht Schnelleres zu. Echt? Das dauert 3 bis 6. Das heißt, ihr bringt das hin. Als originalen Jumper in dem Sinne. Ja. Und der wird dann da umgebaut. So, wie sind die Reaktionen hier auf der Messe? Top. Ja. Erzähl mal, was sagen die Leute? Die meisten Leute verstehen gar nicht, dass es ein neues Fahrzeug ist. Die fragen zum Beispiel, ob das die Version mit 40 PS ist oder warum der ein Airbag drin hat und so weiter. Ach so, die sehen das nicht direkt. Die verstehen das nicht. Ist gut gemacht, oder? Ist sehr gut gemacht. Und was alle Leute machen, sie klopfen immer. So, mach mal. So, das klingt nach GFK, oder was ist das? GFK, genau. Ja. Aber jeder Zweite klopft am Auto. Das ist krass. Das war früher aus Blech, oder? Das war früher aus Blech und diente früher der Verstärkung der Karosserie. Ja. Heute ist es eigentlich nur noch Optik. Klär mich mal auf. Was war das damals für ein Auto? Wie hieß das damals? Das war der Citroën HY. Auch bekannt als Wellblech Citroën. Y. Das ist in der Schweiz HY, ja, also oder in Frankreich auch, ja. Genau, ja. Tu parles français aussi? Un petit peu, oui. Okay, super. Das heißt, man ist ja hier in der Schweiz multisprachlich unterwegs, ja. Richtig, das ist so. Ja. Also man muss in der Schweiz Deutsch, Italienisch und Französisch können. So, fangen wir mal an. Mit dem Umbausatz ist natürlich die Lampe mit drin. Die Lampe ist vom Jeep Renegade. Ja, krass. Genau. So. Blinker Fiat 500. Blinker Fiat 500 hier vorne, ist natürlich das Kit auch mit dabei. Das ist richtig viel Arbeit. Der Preis vom Umbau, was kostet das? Der kostet bei uns in der Schweiz, ich kann es natürlich nur Schweizer Preise nennen, ist 24.900. Ja, es ist aber wert, weil das ist so ein Hingucker. Genau. Das kannst du als Showcar verwenden oder wenn du was ganz Außergewöhnliches haben willst. Genau, also damit bist du der König überall. So, da ist die Farbe der Lackierung des ganzen Fahrzeuges mit drin, ist richtig? Mit dabei. Außer man wählt eine Sonderfarbe wie wir jetzt, dann sind die Türinnenfelze sind dann auch noch mitlackiert in dieser Farbe. Einmal zeigen bitte. Okay. Die Türinnenfelze. Das bedeutet, die haben sich richtig Mühe gegeben. Die haben sich richtig Mühe gegeben. Schaut bitte die Unordnung nicht an. Ja, das ist egal. Also wir sind hier auf der Messe und das ist ganz normal. Hier ist natürlich die Prospekte drin, das ist alles mit drin. Hier vorne sieht man es. Das ist das ganze Kit, was drin ist. Genau, richtig, ja. So, und da unten ist das Auto dann. Schön in den Weinbergen der Schweiz abgelichtet. Ist das krass? Das heißt, du hast ein modernes Auto mit ganz modernen Systemen. Genau. Das ist alles nutzbar, was drin ist. Das alles heißt auch Kamera, Spurhalteassistent, das geht. Geht alles. Hat der jetzt nicht hier, weil das ist eher eine Basisversion. So, das ist der Ausbauer, ist Caselani. Genau. Habe ich noch nie gehört, aber ziemlich cool. Da hat es auch noch eine schöne Typenplakette links vom Schaltknüppel. Links vom Schaltknüppel, da ist es mit drin. Limitiert. Sag mal, das Fahrzeug selber, ist das jetzt ein neues Auto anschließend im Fahrzeugschein? Fahrzeugschein steht Caselani Typ H. Krass. Genau. So, und das Basis ist quasi ein Fiat Ducato oder ein Jumper hier. Citroën Jumper, ja. Hier sieht man auch, ist weiß innen drin, normaler Lieferwagen. Was hast du denn hier eingebaut? Das ist ein Schwerlastauszug? Nein, das ist ein Plug-Van-Modul. Das ist ein ausziehbares Campingmodul. Und das funktioniert? Das funktioniert, ja. Und das kannst du vorführen? Das müssen wir von hinten zeigen. Warte, gleich, warte mal. Ey, das ist der Hammer, was du hier alles auspackst. Das heißt, das Auto hier hat als Showcar alles, was ihr könnt, praktisch verbaut, ja? Genau, richtig, ja. So, das ist ein Campermodul, das kannst du reinfahren. Wenn du es nicht mehr brauchst, fährst du es wieder raus. Genau, die Idee dahinter ist aus Deutschland, aus Berlin, Firma Plug-Van, dass man seinen Transporter, den man tagsüber zum Arbeiten braucht, am Wochenende zum Camper umfunktionieren kann. Sieht von hinten besser aus. Ja, ich bin nur gerade vollkommen geflasht von
ich sag mal, wie das da drinnen aussieht. Ich dachte zunächst, es wäre irgendwie so eine Testkabine von einem Ohrenarzt oder sowas. Könnte man natürlich auch umfunktionieren. Es sieht natürlich, das Geile ist, ich habe richtig Stauraum. Und der kann auch ein bisschen kürzer sein. Wenn er länger ist, hast du mehr Stauraum. Das ist korrekt, ja. Die Kabine ist so konzipiert, dass sie in fast jeden Kastenwagen passt. Das heißt, auch der mit dem kurzen Radstand würde die nach wie vor reinpassen. Was ist da noch vorzubereiten an dem Fahrzeug selber? Es muss so ein ebener Boden muss rein. Punkt. Das war's. Das war's. So, und der Rest, der wird festgezurrt an den Originalen? Das gilt nachher als Ladung. Das Fahrzeug ist in dem Sinne dann kein Wohnmobil, bleibt ein Lieferwagen. Ist auch ganz gut, wenn du jetzt das natürlich versteuerst, hast es als Firmenfahrzeug mit dabei, nutzt es als 1%-Regelung. Genau. Das ist ganz gut. Gelegentlich am Wochenende. Aber das ist schön gemacht hier mit dem GFK, oder? Das ist wirklich top gemacht, auch wenn man hier diese Kanten anschaut. Das ist hier aufgesetzt. Das ist nicht irgendwie da draufgeklebt oder so? Das sind diese Elemente hier, die gehen bis hier. Also das ist hier drauf geklebt und verleimt und wahrscheinlich dann noch verspachtelt. Du hast das natürlich genau gewusst, dass du das Ding hier hinstellst. Mit einem ganz normalen Fahrzeug würdest dir ja gar nicht auffallen hier. Überhaupt nicht. Das heißt, das Ding ist unbezahlbar. Die Leute bleiben stehen und dann fragen die natürlich, was ist das? Das ist genau richtig. Das war auch die Idee davon, ja. So, und das ist jetzt der Campervan. Das ist der Campervan, das ist ein Plug-Van-Modul. So, kommen wir, geh mal rein, dass wir das mal sehen. Also. Das Ganze hat denn 2 Längsbetten mit drin, die man auch als Sitzgruppe verwenden kann. Also man kann hier hinten, findest du, ich sage dem immer den Lattenrost, ist natürlich nicht ganz korrekt. Ja, aber es kann atmen. Das kann man dann hier einhängen. Okay. Genau. Und das... Ach so, du hast die ganze Liegefläche dann komplett. Die ganze Breite nutzen. Jetzt habe ich es, okay, Genau. Verstanden. Und das sind die Polster, die du dann nutzt, die legst du einfach rein. Die legst du dann rein. Jetzt, weil das Modul so konzipiert ist, dass es in jedes Fahrzeug passt, Ja. Kann man natürlich die Seiten rausschieben. Ja. Hier sind wir jetzt im Maximum. Es gibt natürlich breitere oder weniger breitere Fahrzeuge. Sag mal, wenn ich das Fahrzeug draußen habe, ich habe jetzt nur ein Pickup, das würde wahrscheinlich auch gehen. Nee, ist das? Nee, das muss geht drin nicht. sein. Das ist hier nicht ganz Dicht, okay. Nicht ganz dicht. Jetzt das hier oben, das endet dann oben am Dach vom Fahrzeug. Ja, das steht jetzt am Dach oben an. Das ist universell. Kein Aufstelldach oder so, das fragen auch viele Leute. Das spielt dann quasi keine Rolle, was für einen Van ich habe. Genau. Du schiebst ihn rein. Preis von dem Modul, was kostet was? Gleicher Preis wie der Umbau, 24.900 Franken. Ja. In Deutschland. Es gibt aber das Modul nur mit dem Umbau. Nee, natürlich War nicht. Spaß. So, und da ist Also jetzt wir wollten eigentlich hier etwas Spezielles zeigen, also vor allem den Caselani. Und dann haben wir uns überlegt, was könnten wir am Caravan-Salon zeigen. Da muss irgendwas Campermäßiges rein. genial. Hier Hunde kannst du hier draußen lagern. Draußen, Fahrräder können da draußen bleiben. Fahrräder können draußen mal. So, jetzt hat das ganz viele Gadgets. Zum Beispiel Genau. hier ist ein Wasch. Ist natürlich blöd, wenn ich schlafen will, dann ist das im Weg, oder? Genau, das kann man hochschieben. Zeig mal bitte. Muss ich nicht viel machen. Das geht von alleine. Von alleine, Also ja, fast. fast Vorführeffekt. So, und das ist Hat jetzt ein bisschen Platz drunter, ein bisschen höher geht's noch. das für die Beine, gell? Das für die Beine, genau. Okay, das heißt vorne wäre dann der wäre Kopf, der Kopf, da wären die genau. Beine, das geht, da kann Genau. ich mit leben. Und dann schiebst du es wieder runter. Genau. So, und dann ist eingerastet. Das scheint dir Spaß zu machen, das Modul, oder? Ja, das ist super. Nur, das fällt manchmal nicht Ja, ganz so. das ist jetzt der Messetrick, den wir Genau. zeigen. Das Ganze ist aus dem vollen Holz CNC gefräst hier, wie man sieht. Und Das da ist so, genau, das ist nur eine kleine Klappe. so haben wir noch Stauraum. Genau. Das hier ist das Coole. Ausziehbar. Weißt du, was mir extrem gut gefällt an dem System? Du kannst ihn nicht als Camper erkennen. Das ist genau richtig, ja. Also es sind auch viele Leute hier, die das extrem schätzen. Stealth, du kannst in der Stadt einfach mal stehen. Genau, Kannst, campieren verboten. Scheiß drauf. Genau. Entschuldigung. Hast du gesagt. Habe ich gesagt. Nein, es geht ja darum, dass du auch teilweise nicht da Leute anlocken willst, wenn du irgendwo stehst. Genau. Stellst das Ding ab, du kannst draußen Gasreinigung sowieso machen. Oder wie deine Firma halt wie deine Firma halt heißt. Genau, ja. Stellst das Ding hin, kannst einen Totenwagen nehmen, kannst es reinmachen theoretisch. Also Genau. du kannst ganz undercover kannst du reisen. Definitiv, ja. So, das ist der beliebteste Campingkocher. Da hast du aber die Luxusversion gewählt. Ja, die Nachbauten. Die war schon drin. So, hast du Und das hier Arbeitsfläche? ist dann der Tisch. Sollte natürlich noch ein bisschen weiter unten sein, aber Passt. eben, ja. Vorführeffekt. So. Dann Aber du Dann sagst mir muss ich wieder zu, zurück. im Voilà. üblichen Leben funktioniert. Ja, natürlich, ja. So, dann. Dann hier, diese Fächer sind alle verschiebbar, wo man die auch gerade haben möchte. Krass. Genau. Schön. Dann das Wichtigste für das Bier, Das Bier. die Kühlbox.
die große. Die große von Dometic. Oder auch von oben prima rankommst. Genau. Das ist auch, also nicht irgendwie versteckt, dass du irgendwie da durchgreifen musst oder sowas. Das ist genau so. Ist ein bisschen kompliziert, wenn man zu dritt drin sitzt, aber... Dann ist dazu. Sag mal, man kann, wenn man das hier jetzt offen lässt in der Mitte, kann man schlafen? Langt der Platz? Wie meinst du, wenn man es offen lässt? Wenn man jetzt hier das offen lässt, könnte man ja hier auch ruhen, ja, das Also drauf hier ist. so, also genau. hier. Ist das ein bisschen wenig oder würdest du sagen, schon lieber bauen in der Mitte? Ich brauche viel Platz zum Schlafen. Ja, du bist ein großer Mann. Ja. Dass wir das mal sehen. Das sind die Oberschränke, die kannst du einbauen, kannst du wieder ausbauen? Nee, das nicht. Die sind einfach verschiebbar. Verschiebbar, zeig mal. Einmal ganz kurz. Also im Prinzip hier. alle kannst du verschieben? Genau. Ach, einfach hoch? Die halten von selbst? Die halten von selbst, ja. Oh, ist das easy. Genau. So, dann kannst du es überall mitnehmen. Das heißt, du kannst, wenn du ein neues Fahrzeug kriegst, hast ein Leasingfahrzeug, kannst du es einfach reinstellen. Kommt das nächste Leasingfahrzeug, hast du wieder deine Box mit. Das ist genau auch ein Plan. Es gibt viele verschiedene Pläne dafür. Das wäre einer davon, ja. Das ist übrigens typh.ch. Genau. Hast du eine Webseite reserviert. So, hier unten drunter ist noch mehr Schubladen. Eigentlich nur noch die. Ja. Leer. Und da ist auch noch eine, kannst du auch selber aufmachen. Ich mach mal gerade auf. Dass wir die mal sehen, das ist das gleiche. Genau. Dann da rechts, was ist da drin? Da ist im Prinzip auch nur ein kleines Staufach und wichtig da drin ist die Entriegelung, um den Slide-Out reinzufahren. Ah, okay. Das heißt, wenn ich ihn rauskriegen will, muss ich ihn ein bisschen reinfahren. Man Dann fahren die muss beide zusammen. Slide-Outs einfahren, Dach runter und dann kann man rausfahren. Kann ich die Slide-Outs egal wie stoppen oder ist das eine Position? Das ist jetzt die entweder so oder so. Es geht nicht in der Mitte. Die gehen, du siehst das hier, Stufenlos. es hat so eine Rasterplatte auch. Ah, das geht stufenlos. Genau, also das geht in den stufenlos. Rastern halt. Ja. Genau, ja, gegen außen und gegen innen natürlich einfach das Maximum. Okay, auch das habe ich verstanden. Du stehst hier wie, ich meine, es geht ja vielen Schweizern um 3,5 Tonnen. Du reißt wahrscheinlich relativ schnell die 300 Tonnen. Was wiegt das Ding hier da? 450 Kilogramm. Das geht, oder? Genau, Okay, das heißt, du kommst unter 300 Tonnen. ohne Probleme. Ohne Probleme. Ich wüsste jetzt das Leergewicht vom Citroën nicht, aber das reicht auf jeden Fall gut aus. Ja gut, das ist auch in Deutschland ein Thema. Das wird kommen. Also ich glaube, dass der B-Führerschein demnächst, also der normale Autoführerschein, die wollen den jetzt europaweit auf 4,25 erhöhen. jetzt? Ja, Okay. wegen den Fahrzeugbatterien. Elektromobilität, das heißt, die Batterien wiegen viel und da werden alle überladen. Das ist halt das Problem, was du hast. Du hast gar keine Zuladung mehr und da ist man schwer am Diskutieren. Wäre für viele Camper natürlich toll, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. So, wenn es die Schweizer dann 10 Jahre später dann auch einführen. 20 Jahre später. 20 Jahre. tendenziell eher. So, zeig mir das Fenster. Was hat denn das für eine Funktion? Das habe ich nicht ganz verstanden. Weil Fenster- du hast ein Fenster an dem Fenster. Genau, also eigentlich ist es so, dass man hier zumachen kann. Ja. Hoppala. Achso, die Kabine ist dann komplett Ist abgeschlossen. abgeschlossen. Und weil ja viele Transporter, vor allem in Deutschland, aus Spargründen hinten keine Fenster haben, Okay. kann man die Heckklappe offen lassen. Er ist wieder Jetzt habe ich es. Das heißt, du bist am Campingplatz, kannst du offen. Okay, das Genau. da machst du zu. Machst du zu, lassen wir jetzt mal so. So, Das zumachen, aber die kannst du offen lassen. das ist natürlich Glas, ist Plexiglas drin, Plexiglas, genau. oder? Okay, Ja. verstanden. So, das heißt, du kannst es rein. Du hättest jetzt keine Fenster, lässt die hier offen, bist dann der Star auf dem Campingplatz. Genau. Weil sowas hat noch nie einer gesehen. Sowas hat noch nie einer gesehen. Und es ist groß. Also ich finde es okay. Also ungefähr so groß wie auf dem Pickup. Ist rund 2,10 Meter lang. Die Breite muss ich schnell spicken. Die ist bis 1,88 in der Breite ist möglich. So, Adrian. Jetzt werden viele Schweizer, die das sehen, bestimmt sagen, das hier ist die Version, wenn sie denn steht. Genau, das ist bei uns in der Werkstatt. Ist das Rausholen schwierig oder geht das leicht? Plugvan sagt 5 Minuten. Und wie? Das heißt, ich brauche einen Hubwagen, um es rauszuholen? Nee. Das funktioniert ganz einfach. Es funktioniert im Prinzip, ich sage immer, wie eine Krankenwagentrage. Ah, okay. Man zieht es ein Stück raus, dann kann man die Räder runterlassen und dann stützt man es auf den Rädern ab. Ach, es steht dann von selber. Es steht dann von selber, zieht man es noch ein Stück weiter raus, Ja, dass es so drin steht. Wir hatten vorhin, eine Schiene habe ich offen gelassen vorne. ja. Dann kann man hier die vorderen Räder runterlassen und dann die ganze Geschichte anheben und dann rausfahren. Also hier ist es schön zu sehen, es gibt noch ein zweites Modul. Es gibt Genau. noch ein Modul mit Werkzeug, Mit oder? Werkzeug, das wäre eigentlich die Grundidee gewesen, dass man unter der Woche ein Werkstattmodul im Fahrzeug drin hat, mit allem drum und dran.
und am Wochenende das Campermodul. So, und da sind die Zoösen, die Original. Das passt jetzt natürlich genau in den meisten meistverkauften Campervan überhaupt, beziehungsweise Kastenwagen. Das ist mal eben der Fiat Ducato. Gibt es sogar in Amerika, habe ich gesehen, unter das Ram irgendwas. Ram heißt er, genau. Ja, genau. Da habe ich letztes Mal ziemlich doof geguckt, ja, war ein Fiat Ducato. Genau. Also Ram. Genau. Cool. Nee, das ist, passt eigentlich überall rein. Es hat auch mehrere Punkte, um das zu verzurren. Was ich cool finde, nochmal, das müssen wir nochmal zeigen, das ist, dass du diesen Stauraum nochmal zusätzlich hast, um Fahrräder unterzustellen. Genau, ja. Weil es gibt ja teure E-Bikes, die du irgendwo unterbringen willst. Kann man da schön einschieben. Fertig. Passen gut 2 Stück rein und die sind dann gleich mitgesichert. Ja, und das ist natürlich ein Genau. Thema. Wir haben ja das tolle Video gemacht, wie man in 30 Sekunden mit einer Lidl Flex für, ich glaube, 40 € einen Abus Bordeaux durchflext. Ja. Echt jetzt? Ja, Okay. mit einem leeren Akku und einer alten Scheibe. Okay, Ja, es geht. gut zu wissen. Leider. So ist so. Oder nicht gut. Also passt auf die Fahrräder auf, macht sie in Sichtweite und kauft dieses tolle Auto. Also wenn Leute kommen, natürlich den Preis hören vom Umbau, die denken, das wäre irgend so ein Aero-Kit. Das ist ein kompletter Fahrzeugumbau. Das ist ein kompletter Fahrzeugumbau, bedingt in der Schweiz dann auch eine Änderung der Marke. Es ist jetzt ein Citroën Caselani, kein Citroën Jumper mehr. Ganz krass. Ja. Großes Kino. Adrian. Mit vollen Namen heißt du wie, Adrian? Scheiber Scheiber. Hier vorne steht Special Car Center wo seid ihr? in Gretzenbach. Wo liegt denn das? Das ist zwischen Aarau und Olten Und wo liegt das? in der Schweiz. Irgendwo. Genau. Kanton? Aargau, Solothurn. Solothurn. Ja, genau. Liebe Aargauer, ja, es liegt nicht. Es liegt daran, dass ich selber in Aarau wohne und Ist das direkt Solothurn daneben arbeite. oder Das wie? ist direkt daneben. Okay, passt. Danke. Tschüss, Adrian. Tschüss, Dankeschön.